James Watson and Francis Crick, they gave the structure, helix structure, double helix structure, they invented in 1953 of DNA. It is a DNA spiral. The rungs of the ladder are made up of combination of 4 nucleic acids bases, and these are adenine, cytosine, guanine, thymine, uracilin, RNA. Ja, 1953 waren es dann 2 andere Wissenschaftler, jetzt geht es ein bisschen in die Genetik, die die Struktur der DNA als Doppelhelix-Struktur, also als Doppelstrangstruktur nachgewiesen haben und die eben auch die Zusammensetzung dieser Doppelhelix beschrieben haben, nämlich bestehend vor allen Dingen die Sprossen zwischen den 2, sagen wir mal, Leiterrändern mit den genetischen Informationen, gebildet durch 4 unterschiedliche Basen, Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. DNA is what? What is DNA? DNA is an instructional script. They're all instructions of your life. Instructional script. A software program residing in you in the nucleus with only 4 bits of letters. This is called a coding language. Those 4 bits which you see in nucleic bases. So these bits, this is the language. A particular instruction known as a gene is made up of hundreds or thousands of letters of code. Coding aids coupling and processing of information and creating specific knowledge. This is exactly same as human brain or any living cell is like a supercomputer. So it's the same way the coding, the processing, everything occurs, and that's how the whole thing processes. Und die DNA ist ja nichts anderes als ein Bauplan für ganz unterschiedliche Dinge, natürlich ein sehr komplexer Bauplan. Man könnte auch sagen, eine Art Softwareprogramm, das im Zellkern jeder Zelle existiert und obwohl es so komplexe Informationen zur Verfügung stellt, sehr einfach aufgebaut ist, nämlich nur aus 4 Bits quasi besteht oder aus 4 Buchstaben, wenn wir sie nennen, wenn wir diese 4 Basenbuchstaben nennen und letztendlich trotz dieser Einfachheit durch unterschiedliche Kombinationen und Verschlüsselungen in der Lage sind, komplexe Informationen zu speichern und immer wieder abzurufen. Das heißt, ja, wir könnten sagen, lebendige Zellen sind nichts anderes als Computer. What is the nucleus of a cell? It is an information storehouse. All the elaborate functions of a cell in a complex organism, including a man, have to be directed by the order of this instructional script. The program is run by messenger RNA, mRNA, a single strand of RNA, which is a copied gene. Und ein Zellkern ist natürlich, ja, man kann sagen, der Informationsspeicher oder ein Informationsspeicher und enthält alle in kodierter Form, alle sehr umfangreichen, komplexen Funktionen einer Zelle, möglichen Funktionen einer Zelle in kodierter Form, in Form von, nennen wir sie mal Blaupausen, das sind Teile der DNA, die werden als Messenger-RNA bezeichnet, mit deren Hilfe quasi die Zellorganellen in der Lage sind, die Blaupausen zu verwenden und daraus eben wie geplant diese in physiologische Strukturen oder Funktionen umzuwandeln. So therefore, these genes which are inherited represent what? It represents timeless travel of information and knowledge in a DNA spiral in the form of chemical memory. Very simplified, if I have to say that, it is traveling from one generation to the next generation ever since the first egg in this creation was fertilized by a sperm. Und über die Gene werden dann natürlich über unendliche Zeiten komplexe Informationen in unterschiedlichen Spezies über das Prinzip der Fortpflanzung weitervererbt. Von dem ersten Ei, welches von der ersten Henne gelegt wurde. So therefore, finally coming to what is this coding and what is this coupling and how the whole thing works, what is coherent and what is incoherent.
When you understand this, then you understand the crux of the whole thing. If you all remember, the first type of the coding came when the telegraphic system started. Tick, 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 tick. So you got a message on the other side. Ja, That was the first coding. jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt diese Kombination, dieses Coding, wie er es nennt, überhaupt zustande? Wie funktioniert das? Wenn wir mal auf die moderne Zeit des Menschen gehen, das erste Mal, als der Mensch etwas wirklich kodiert hat, jetzt in technischer Form, war, als die Telegrafie erfunden wurde und zum Beispiel das Morsen erfunden wurde, das Morsealphabet. Now, if you remember, the phonograph came, the records, it was a carbon memory. From that came your chips, which are silicon memory. And the only two elements which have memory are carbon and silicon. Dann kam der Phonograph mit dem Kohlenstoffgedächtnis, dann die Chips mit dem Silikongedächtnis, also Kohlenstoff und Silikon, zwei Speicherformen. And they both have similar chemistry. Und beide haben eine ähnliche chemische Struktur. Then we progressed further in the coding mechanisms. Then came analog, LPs, long plays, LP coding. Dann That is analog. haben wir weiter kodiert in analogen Formen. And then another coding came afterwards, digital. Now today you see digital pictures, digital sound, all that what you see is because of the more clearer picture than what you saw with the analog coding. Today's pictures with digital are much more clear. Was dann weiterentwickelt wurde zur digitalen Kodierung, durch die wir ja heutzutage, wenn wir uns Bilder annehmen, eine viel höhere Auflösung und Klarheit der Bilder erreichen können, wie bei der analogen Kodierung. Now the next step is to go to the quantum coding, still subtle, still smaller, still subtle. Der nächste Schritt wäre dann natürlich, in die Quantentechnik reinzugehen und eine quantenmäßige oder eine Quantenkodierung vorzunehmen. I said no quantum computers have yet come in, but it's for the future. Also er sagt, noch gibt es keine Quantencomputer, aber das ist ein Projekt für die Zukunft. So that's what I want to say, how the information gets coded, so also gets coded in your supercomputer, the same coding mechanisms. Und so kodieren wir Menschen jetzt in unterschiedlichen technischen Formen Dinge, aber eine ähnliche oder vergleichbare Form von Kodierung geschieht in unserem menschlichen Computer. And this has been clearly described in Ayurveda as Dhi, Dhruti, Smruti, Chintan and Buddhi. Und das wurde ganz klar im Ayurveda beschrieben als Dhi, Dhriti, Smriti, Chintana und Buddhi, unterschiedliche intellektuelle Fähigkeiten. So therefore, let's try to define certain words. Prajna, which we talked so far, is the consciousness refers to awareness of surroundings which is innate and intuitive. Buddhi is intelligence, refers to intellectual judgment, the power of mind, innovative based on rational and can be acquired through learning and training. So there are two different parts of the same thing. So therefore, this is the minute difference between the two. Now, how the information is received, reception, retention and recall, these are the computer languages. And then judgment. These are the normal four-term computer language. The same thing, if you see here, reception is Dhi, Dhruti, Smruti is recall, and what is mind? If you see the definition in Ayurveda, it's very interesting. Manaha vimarshatmaka. Vimarsha means you deliberate on a subject and you doubt, you deliberate, find out, you want to know, you start thinking about what it could be. And finally comes the intelligence, that is buddhi, and that is nischayatmakaha buddhi. The buddhi is the definitive decision maker, is the buddhi. So these all things already existed. The same terms are now used in computer in different names. So Ayurveda has the ownership for all this knowledge. Schauen wir uns jetzt mal einige Definitionen an aus ayurvedischer Sicht und versuchen das dann kurz auch auf unsere moderne Technik zu transferieren. Wird jetzt ein bisschen technisch erstmal ayurvedisch. Also der erste Begriff, den wir uns anschauen, ist Prajna, also können wir übersetzen als Bewusstsein.
und bezieht sich auf die Bewusstheit, auf die Bewusstheit eines Systems von seiner Umgebung und kann natürlich auch intuitive Aspekte beinhalten. Der zweite Begriff, Buddhi, wir können ihn übersetzen als Intelligenz. Es geht hier aber vor allen Dingen um die intellektuelle Urteilsfähigkeit eines Lebewesens. Es ist also eine Fähigkeit des Geistes. Das sind zwei wichtige Begriffe. Wenn wir uns jetzt moderne Computer anschauen, moderne Computer nehmen Informationen auf. Sie sind in der Lage, sie zu speichern. Sie können sie wieder abrufen. Und sie können zu einem Urteil kommen. Wenn wir uns jetzt weitere ayurvedische Begriffe anschauen von mentalen Prozessen, so finden wir einen Begriff für diese Aufnahmefähigkeit, nämlich Dhi, was oft als Intelligenz besetzt wird, aber auf jeden Fall die Fähigkeit, wirklich etwas zu ergreifen mental, zu verstehen. Dann Dritti, die Fähigkeit, auch Wissen zu halten, zu speichern. Und Smriti, die Fähigkeit, Wissen wieder abzurufen. Interessant ist es auch, wenn wir uns anschauen, wie der Geist, der ja ganz allgemein als Manaha oder Manas beschrieben wird, im Ayurveda definiert wird. Er wird definiert als das Prinzip, welches etwas prüft und auch zweifelt. So nach dem Motto, soll ich so machen oder soll ich so machen, aber eben noch keine Entscheidung trifft. Buddhi, eine wichtige Fähigkeit dieses Geistes, sagt Ayurveda dann letztendlich, ist das Prinzip, welches auf der Basis dieser Prüfungen der mentalen Komponente sagt, okay, ich habe die Alternative und ich habe die Alternative, ich entscheide mich mit voller Gewissheit für diese Alternative und bin der Meinung, dass sie richtig ist. Wenn wir uns jetzt gerade hier unten auf der Folie, diese Definitionen anschauen, dann sehen wir, dass wir hier genau die 4 Basisqualifikationen von modernen Computern wiederfinden, die also im menschlichen Computer gemäß der ayurvedischen Texte beschrieben wurden, nämlich die die Fähigkeit, etwas zu ergreifen, zu verstehen, es zu speichern, es wieder abzurufen und über einen intellektuellen Prozess zu einem Urteil zu kommen. Nichts anderes machen Computer auch heutzutage. So therefore, now when I say that all your information which you gather based on which you take decisions, that's what representing your psyche, your reactions, your all that. It will depend upon how the information was coded and how it is received. For example, I remove my specs. I'm not able to see your clear face. Similarly, the poorer the coding, the better the coding, the best the coding will make all the difference in your understanding the same subject. Why does one man sees one thing in one way, the same thing is seen by some other person in a different way. So this is how the whole thing happens. It all depends upon how this gets coded, how the information is coupled and how he understands. So that's why it will define why am I like this? So that's how it will make a difference. Und die die Merkmale oder auch Fähigkeiten von Menschen, die kommen letztendlich durch unterschiedliches Verknüpfen von Informationen und auch unterschiedliche Kodierung von Informationen zustande und machen auch die unterschiedlichen Fähigkeiten, größeren oder eben niedrigeren, schwächeren Fähigkeiten von Menschen in identischen Tätigkeiten oder Gebieten aus. So that's how Ayurveda talked of 3 different types of coupling mechanisms of processing information. These are Sattva, Tama, Raja. Sattva, Tama, Raja essentially represent the finest, the less finer and the poorer types of codings. Und Professor Palep bringt hier das Konzept der Trigunas, Sattva, Rajas und Tamas mit ein und beschreibt diese 3 Gunas quasi als unterschiedliche Ausprägungen der Feinheit von Kodierung. Sattva als die feinste Kodierung, Rajas als, sagen wir mal, eine durchschnittliche Kodierung und Tamas als die schlechteste, qualitativ schlechteste Kodierung. So coherent quality and divergent quality of coupling of information systems and the type and capacity of coding, processing, coupling of information systems determine individual person's psyche. Das heißt, kohärente oder divergierende Verknüpfung von Informationen in Bezug auf die Kodierung
bei Individuen machen letztendlich unterschiedliche psychische Eigenschaften von Individuen aus. Das ist ein bisschen technisch. Interestingly, Ich hoffe, ihr Choleriker versteht's. talks at the time of conception